Willkommen in der Moped Factory. Willkommen zu unserem 100. Video. Wir starten heute ein Projekt. Nein, wir starten es nicht. Wir schließen es ab. Mann! Willkommen in der Moped Factory. Willkommen zu unserem 100. Video. Und heute starten wir ein Projekt, das hat die Welt so noch nicht gesehen. Ein Wolf im Schafspelz, wie er seinesgleichen sucht. Wir nehmen den stärksten Chow-Motor, den wir haben, und packen ihn in die original aussehendste Chow, die wir hier haben. Und schauen mal, was am Ende bei rauskommt. Mal gucken, wie viel Leistung es am Ende hat, wie es sich fährt. Ich habe keine Ahnung. Das haben wir selber noch nicht gemacht. Wir haben hier eine Evolution liegen, wir haben da eine originale Chow und wir vereinen beides. Ein Wolf im Schafpelz, ihr habt es euch gewünscht, unser 100. Video, wir machen es endlich. Also, fangen wir am besten an. Projekt, und jetzt bekommen wir erstmal Besuch. Hier sind Filmaufnahmen. Als Motor, ihr habt es euch wahrscheinlich schon denken können, haben wir uns unseren Evolution genommen. Da drauf ist ein 46 mm Pinasco Zylinder und ein Polini Zylinderkopf. Wie das Ganze läuft, haben wir noch nie ausprobiert. Da drauf ist der 19er Vergaser und dieser originale Luftfilter. Müssen wir mal schauen, ob wir den noch fahren. Als Auspuff natürlich auch was sehr Feines uns überlegt. Hier den Kalibrator von Simonini. So mit das Beste, was man für 46 mm von der Stange kriegt. Und ich würde sagen, jetzt suchen wir uns mal ein ganz originales Chow-Gehäuse, hätte ich fast gesagt, einen ganz originalen Chow-Rahmen. Und da pflanzen wir das Ganze dann rein und gucken wir mal, was bei rauskommt. Okay Leute, jetzt kommen wir zu dem wirklich spannenden Teil. Auf der einen Seite haben wir unseren Evolution Motor, auf der anderen Seite haben wir unsere originale Chow. Wir haben sie sogar noch ein bisschen originaler umgebaut. Jetzt hat sie Pedale und keine Fußrasten mehr. Jetzt kommt die Hochzeit, wir vereinen das Ganze und dann geht's ab auf die Bahn. Ja Leute, wie ihr seht, unser Wolf im Schafpelz, der schon sehr wolfig aussieht durch den Auspuff, springt an, läuft und wir werden ihn noch mal draußen ausprobieren. Er ist jetzt nur einen Stand ein bisschen gelaufen. Standgas ist relativ hoch. Das kommt daher, dass der Vergaser hier so sitzt, dass man die Standgasschraube nicht weiter rausdrehen kann. Wir gucken gleich noch mal danach, aber sonst müssen wir damit erstmal klarkommen. Also, wir gehen raus, probieren mal aus, wie es sich in freier Wildbahn schlägt, unser Wolf. Und dann schauen wir mal, wie sowas funktioniert, denn so ein Projekt hatten wir auch noch nicht. Leute, kennt ihr eigentlich schon den Schrauberling? Der-schrauberling.de, unsere Website mit allen möglichen Anleitungen für Piaggio, Zünder, Mofas im Allgemeinen, Werkzeug. Oh, wir sind dabei, immer mehr zu veröffentlichen. Also guckt unbedingt mal vorbei. Vielleicht ist was für euch dabei. Vielleicht möchtet ihr uns auch helfen, das Ganze aufzubauen mit Bildern oder ähnlichem. Also schreibt uns gerne oder guckt euch das Ganze mal an. Der-schrauberling.de
mopedfactory.de. So, wie ihr vielleicht gehört habt, die Chow lief noch nicht so optimal. Die Düse passt noch nicht so. Wir hatten einfach auf gut Glück eine reingemacht, ist ein bisschen zu klein. Paul macht eine größere rein. Und was ich eben auch noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass wir die sehr lange übersetzt haben. Also wir haben das 6,5er Getriebe jetzt drin und eine 80er Riemenscheibe, glaube ich. Also im Vergleich zu Original auf jeden Fall deutlich länger übersetzt. Wir schauen nachher mal, wie es läuft. Jetzt erstmal eine größere Düse. Vielleicht erkennt ihr hier unser altes, also ist ja gar nicht unser Projekt. Und jetzt bekommen wir erstmal Besuch. Ja, eine Frage zwischendurch. Ihr seht ja hier unsere beiden Projekte, beziehungsweise das ist ja nicht mal unser Projekt, das ist unser Projekt. Welches Schaf gefällt euch denn besser? Die C oder die Chow? Also nicht unbedingt vom optischen, sondern wo das Konzept besser umgesetzt ist. Unterscheiden sich ja doch noch mal ein bisschen. Also C oder Chow? Und wollt ihr zu beidem noch mehr Videos sehen? In die Kommentare schreiben und dann setzen wir das natürlich auch um. Ja, wir sind zurück von unserer ausgiebigen Testfahrt. Wir sind ja einmal hier hoch und runter nur gefahren, so viel war das nicht. Aber wir konnten trotzdem ein paar Probleme feststellen. Und zwar zum einen, vielleicht habt ihr es gehört, der Riemen, der rutscht durch. Der Motor sitzt zwar ganz vorne, vielleicht suchen wir uns da mal ein bisschen kürzeren Riemen. Dann abgestimmt ist sie auch noch nicht perfekt, also hat man vielleicht auch gehört, oben rum hört man es. Die Düse müssen wir noch ein bisschen anpassen, dass sie da auch vernünftig läuft. Und ansonsten war, glaube ich, nichts. Der Tankdeckel ist uns mal flöten gegangen, aber wir haben natürlich direkt einen neuen drauf. Sonst war noch irgendwas? Ja, wir geben das Projekt natürlich noch nicht auf, also daran wird weitergearbeitet. Und wenn ihr das weiter sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, ob euch das interessiert. Denn wir müssen den Motor noch mal rausholen und da ein bisschen dran verändern. Das Pleuellager ist nicht mehr so doll. Wie gesagt, abstimmen müssen wir noch. Den Riemen noch. Also wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann zeigen wir euch mehr von der Chow. Und zwar bis zu dem Punkt, wo sie perfekt läuft. Ja, was wir auch immer wieder gefragt werden, ist, wann unsere 100 km/h Chow kommt. Unser Projekt, wo wir mit einer Chow 100 fahren wollen. Der Motor wird sein, mit dem wir es versuchen, allerdings noch in der bearbeiteten Version. Also wir werden dann, weiß ich gar nicht, ob wir den Zylinder fahren, den Motor noch ein bisschen anpassen, Zylinder anpassen, den Motor an sich noch was bearbeiten, dass wir dann noch ein bisschen mehr Leistung rausholen. Und dann werden wir versuchen, 100 km/h mit der Chow zu fahren. Nicht mit dieser Chow, sondern mit einer anderen. Dazu später mehr. Falls euch das Projekt interessiert, schreibt es auch in die Kommentare. Mal schauen, womit wir erst weitermachen. Deshalb schreibt uns mal, was euch interessiert. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Leute, kennt ihr eigentlich schon unsere App? Moped Factory gibt es im Play Store, nur im Play Store. Also unbedingt vorbeischauen, ist kostenlos, einfach runterladen. Ihr werdet immer benachrichtigt, wenn wir einen neuen Blog-Eintrag hochladen oder es wieder was Interessantes von uns gibt. Also Moped Factory, einfach im Play Store suchen, die App downloaden, komplett kostenlos und ihr seid dabei.